Der absolute Champions League-Kracher im Halbfinale steht an. Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Und das bedeutet auch, hier treffen zwei der besten Offensiven der Welt direkt aufeinander. Auf der einen Seite PSG mit Weltklasse-Spielern wie natürlich Weltfußballer Dembélé, Désiré Doué oder auch Kvaratskhelia. Und auf der anderen Seite die aktuell wohl beste Offensive der Welt. Luis Diaz, Harry Kane und natürlich Michael Olise vom FC Bayern. Also ja, uns erwartet ein echt Megaspiel zwischen PSG und Bayern. Und die große Frage, holen sich die Bayern nach dem 2:1 Erfolg in der Ligaphase jetzt sogar den zweiten Sieg in Folge gegen PSG? Ja, hallo, liebe FC Bayern und Fußballfans, schön, dass du wieder mit dabei bist auf Werners Fußballecke. Natürlich gibt's heute meine große FC Bayern Champions League Prognose zum Halbfinale-Hinspiel gegen PSG. Du bekommst wie immer alle wichtigen Infos rund um dieses Champions League Topspiel, eine ausführliche Analyse und natürlich die mögliche Bayern-Aufstellung und Taktik von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Aber jetzt bist du erstmal gefragt, wie sieht dein Champions League-Tipp aus für PSG gegen die Bayern? Ab damit auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn du mehr FC Bayern Videos sehen möchtest, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du keine Bayern-Prognose mehr verpasst. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt rein in die mögliche Kompanie-Aufstellung gegen PSG. Dann schauen wir uns jetzt mal die Bayern-Startelf gegen PSG etwas genauer an. Und natürlich steht im Bayern-Tor die Legende Manuel Neuer. Bei Neuer können die sowieso alle bedanken, gerade mit seinen Megaparaden gegen Real Madrid, dass wir überhaupt jetzt im Champions League Halbfinale stehen. Und jetzt kommt ein richtig krasser Fakt. Neuer wird gegen PSG sein 160. Champions League Spiel absolvieren. Damit liegt er hinter Iker Casillas, der bei 177 Spielen steht, auf Platz 2 der Torhüter mit den meisten Champions League Einsätzen. Aber jetzt wird's richtig heftig. In seinen bisher 159 Spielen hat Neuer nur 149 Gegentore kassiert und der absolute Wahnsinn, 63 Mal zu 0 gespielt. Damit ist er die Nummer 1 unter allen Champions League Torhütern. Also ja, trotz seiner mittlerweile 40 Jahren ist Manuel Neuer immer noch ein absoluter Top-Torwart. Gehen wir weiter in die Bayern-Abwehr. Auf den Außen sind natürlich Konrad Laimer auf links und Josip Stanisic auf rechts gesetzt. Laimer ist einfach eine Maschine, extrem laufstark, kämpft um jeden Ball und ja mit knapp 35 km/h richtig schnell unterwegs. Falls bei PSG Désiré Doué auf rechts spielt, wird Laimer ihm das Leben auf jeden Fall richtig schwer machen. Und auch Stanisic hat sich in dieser Saison nochmal richtig gesteigert. Vor allem in der Defensive ist er super stabil. Dazu hat er in allen Wettbewerben bisher 58% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und das ist für einen Rechtsverteidiger wirklich ein starker Wert. Und was man auch merkt, Stanisic schaltet sich mittlerweile immer öfter und auch erfolgreich in die Offensive ein. Also ja, auch dank Laimer und Stanisic spielen die Bayern aktuell so eine überragende Saison. Aber klar, da gehört natürlich die komplette Defensive dazu. In der Innenverteidigung haben wir mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano aktuell eines der besten Innenverteidiger-Duos Europas. Auch dank ihnen haben die Bayern in bisher 49 Saisonspielen nur 52 Gegentore kassiert. Beide bringen starke Passqualität, extrem robuste Zweikampfführung und ordentlich Tempo. Und gerade Upamecano hat sich in dieser Saison nochmal deutlich gesteigert. Was die Bayern aktuell aber insgesamt so stark macht, alle Spieler arbeiten defensiv mit. Egal ob Luis Diaz, Olise oder sogar Harry Kane. Wirklich jeder ackert mit nach hinten. So, bevor wir uns jetzt gleich das Bayern-Mittelfeld anschauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die letzten Duelle zwischen PSG und den Bayern. Und ja, bis auf die 0:2 Niederlage bei der Club-WM im letzten Sommer hat der FC Bayern die letzten 5 Champions League-Duelle alle gewonnen. Und das schon mit einem starken Torverhältnis von 7:1 Toren.
Und natürlich erinnern wir uns alle noch an den 2:1 Auswärtssieg der Bayern in der Champions League Ligaphase in Paris. Gerade die erste Halbzeit war damals absolut Weltklasse. Also ja, ich hätte nichts dagegen, wenn Luis Diaz am Dienstag wieder 2 Tore macht. Wenn der FC Bayern mit dem nötigen Respekt in dieses schwere Spiel bei PSG geht, dann ist auf jeden Fall alles drinne, auch in Paris. Und auch im zentralen Mittelfeld. Auf der 6er-Position sind die Bayern mit Alexander Pavlovic und Joshua Kimmich absolut Weltklasse besetzt. Gerade Pavlovic hat sich in dieser Saison nochmal richtig entwickelt. Und man darf nicht vergessen, er ist gerade mal 21 Jahre alt. Mit knapp 95% angekommener Pässe bringt er eine überragende Passqualität mit. Dazu ist er extrem spielintelligent und unglaublich ruhig am Ball. Manche vergleichen Pavlovic mittlerweile sogar schon mit Toni Kroos. Und neben ihm Joshua Kimmich, der absolute Leader. Kimmich überzeugt in fast jedem Spiel mit seiner Übersicht, seinen Spielverlagerungen und seinen gefährlichen Chipbällen in die Offensive. Dazu kommt auch seine starke Passquote von 92% angekommener Pässe. Und auch defensiv liefert er 54% gewonnener Zweikämpfe in der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison. Und vor allem seine Winnermentalität bringt der gesamten Bayern-Mannschaft enorm viel. So, bevor wir jetzt gleich zur Bayern-Offensive kommen, schauen wir uns noch kurz die Top 3 Torschützen von Bayern und PSG in allen Wettbewerben an. Und hier sehen wir jetzt die Top 3 der erfolgreichsten Torschützen von Bayern und PSG in allen Wettbewerben bis zum 24. April 2026. Und dazu nochmal kurz ein paar richtig krasse Zahlen. Der FC Bayern München hat aktuell Stand vor dem Mainz-Spiel in 48 Saisonspielen unglaubliche 163 Tore erzielt. Kein anderes Team in den Top 5 Ligen Europas kommt da ran. Zum Vergleich, Barcelona steht bei 136 Toren in 52 Spielen, Real Madrid sogar nur bei 110 Treffern und selbst Manchester City mit Erling Haaland kommt nur auf 117 Toren in 54 Spielen. Also ja, das zeigt ganz klar, der FC Bayern München hat mit Luis Diaz, Michael Olise und natürlich Harry Kane aktuell die beste Offensive in ganz Europa. Und ja, viele Experten sagen sogar, Bayern ist aktuell die beste Mannschaft der Welt. Natürlich musst du trotzdem extrem aufpassen auf Spieler wie Kvaratskhelia, Doué oder den aktuellen Weltfußballer Dembélé. Das sind absolute Weltklasse-Spieler. Aber diese Statistik zeigt eben auch ganz klar, wie viele Torchancen sich die komplette Bayern 11 überhaupt erspielt. Denn 163 Tore kommen nicht einfach so zustande. Und genau das ist der Punkt. Wenn Bayern auch gegen PSG wieder so effektiv nach vorne spielt und gleichzeitig defensiv stabil steht, dann haben wir alle Chancen, das Champions League Finale 2026 zu erreichen. Und auch hier sehen wir nochmal deutlich, das Bayern-Trio Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise ist mit Abstand das torgefährlichste Offensivtrio der Top 5 Ligen Europas. Und jetzt noch ein richtig starker Fakt für alle Bayern-Fans. Seit dem 0:0 gegen Leverkusen am 22. Spieltag der Saison 2024/25 hat der FC Bayern in jedem einzelnen Spiel mindestens ein Tor erzielt, egal ob Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League. So, und jetzt schauen wir uns die Bayern-Offensive für das Spiel bei PSG am Dienstag mal genauer an. Auf links natürlich Luis Diaz. Seine Dynamik, seine Schnelligkeit und seine Torgefahr machen ihn mittlerweile absolut unverzichtbar für Vincent Kompany. Seine Mentalität und Laufbereitschaft passen einfach perfekt zum FC Bayern. Dazu kommt 6 Tore und 3 Vorlagen in der aktuellen Champions League. Alleine gegen Real Madrid mit insgesamt 2 Toren, einer der absoluten Schlüsselspieler für den Halbfinaleinzug. Und ja, PSG wird sich noch gut an ihn erinnern. Beim 2:1 Sieg in Paris war er mit 2 Toren Man of the Match. Auf rechts dann natürlich Michael Olise. Was war das bitte für ein Tor gegen Mainz zum 2:3? Einfach nur Wahnsinn. Und er liefert nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League. 4 Tore und 7 Vorlagen. Ganz ehrlich,
Wenn Bayern den Titel holt, hat Olise riesige Chancen auf den Weltfußballertitel. Was der in dieser Saison spielt, ist absolut mega. Und dann, er ist zurück, Jamal Musiala. Er wird von Spiel zu Spiel besser. In seinen letzten 4 Spielen, Bundesliga und Champions League gegen Real, kommt er auf 3 Tore und 2 Vorlagen. Man sieht es sofort, seine Dribblings sind wieder da, sein Selbstvertrauen ist zurück, Musiala hat wieder richtig Bock zu kicken. Also ja, auf ihn dürfen wir uns gegen PSG richtig freuen. Und vorne drin, da gibt's nur einen, Harry Kane. Aktuell wohl der beste Stürmer der Welt. Mit 12 Champions League Toren einer der absolut Garanten für den Bayern-Erfolg. Und was ihn besonders macht, er trifft nicht nur, er arbeitet auch extrem viel. In der Champions League hat er 54% seiner 92 Zweikämpfe gewonnen. Zum Vergleich, Mbappé kommt bei 77 Zweikämpfen nur auf 44% und selbst ein Undav liegt in der Bundesliga bei nur 37%. Das heißt, Kane trifft nicht nur, er kämpft, setzt sich durch und arbeitet für das komplette Bayern-Team. Und genau deshalb kommt er auf diese absolute brutale Bilanz. 53 Tore in 45 Saisonspielen. Auch hier zum Vergleich, Mbappé 41 Tore in 41 Spielen, Erling Haaland 35 Tore in 48 Spielen. Also ja, viel mehr geht eigentlich nicht. Aber Harry, bitte noch ein paar Tore mehr für den Champions League Titel 2026. Und genau das ist sie, die Bayern Startelf von Vincent Kompany für das Halbfinale gegen PSG. Klar, defensiv hat Kompany noch Optionen, Alphonso Davies, Eto'o oder Kim. Wahrscheinlich eher für die zweite Halbzeit je nach Spielstand. Davies braucht noch ein paar Spiele, denke ich mal, um wieder so richtig in Topform zu kommen. Im Mittelfeld wird Leon Goretzka wohl eher von der Bank auskommen. Einfach, weil Pavlovic aktuell zu stark ist, um ihn rauszunehmen. Offensiv gibt es da noch Guerrero oder auch Jackson als Option. Jackson wird im Sommer zwar gehen, aber mit 10 Toren und 4 Vorlagen in 29 Spielen ist das absolut solide. Wenn frische Power gebraucht wird, ist er auf jeden Fall zur Stelle. Und vielleicht, reicht er sogar für einen Einsatz von Lennart Kahl, je nach Spielverlauf. Und ganz ehrlich, diese Bayern-Startelf ist aktuell das Beste und Erfolgreichste, was es im Fußball gibt. Ist einfach Fakt. Aber klar, PSG darfst du niemals unterschätzen. Du musst von der ersten Minute an hochkonzentriert sein und das bis zum Abpfiff. Das wird Kompany seiner Mannschaft auch ganz klar mitgeben. Aber mal ehrlich, glaubst du, die PSG-Spieler spielen aktuell gerne gegen uns? Ich glaube eher nicht. Wenn Bayern seine Stärken auf den Platz bringt, dieses aggressive Pressing, das schnelle Offensivspiel über zum Beispiel Diaz und Olise, dazu einen widerstarken Musiala und Kane vorne drin, dann ist alles möglich, sogar ein Sieg in Paris. Klar, dafür musst du aber auch wirklich alles geben und es muss auch alles passen. Aber hey, nicht nur die Offensive ist überragend, Neuer im Tor, Laimer, Tah, Upamecano und Stanisic hinten. Dazu Kim und Pavlovic im Mittelfeld. Das ist einfach absolute Top-Qualität. Und ganz ehrlich, den Sieg bei Real Madrid hat uns auch nicht jeder zugetraut. Wenn wir in Paris ein Unentschieden holen, ist das völlig okay. Denn im Rückspiel in der Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken können wir jedes Ergebnis drehen. Ja, mein Champions League Tipp für PSG gegen Bayern ist ein torreiches 2:2 Unentschieden. Klar, ich hoffe auf einen Sieg in Paris, aber ein Unentschieden kann auch Gold wert sein. So Bayern-Fans, jetzt seid ihr dran. Wie lautet eure Bayern-Prognose für das Spiel in Paris? Schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Also dann, am Dienstag Daumen drücken, bleibt sportlich und ja, immer positiv denken. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.